Hi guys, welcome back to my channel. So I have a surprise for you. I will introduce somebody special to my channel. You've already seen this person, but I never really said who the person is. But I think a few of you know who the person is, but for the rest of you who do not know this person, I'm going to introduce him now. He is a very special person to me. We do everything together. We go camping together, we go walking together, but he loves cycling and I do not like to cycle. I can cycle, but I don't know, I just don't like cycling that much. But him, he can cycle 4 kilometers like every day of the year, Monday to Friday, January to December. He is always cycling. No matter how the weather is outside, he is always paddling. So yes, I call him a partner in crime because we do everything together, but no crime, just good things. And he made a trip with his bike and he cycled. We had made a holiday somewhere that's in France, and he decided to take his bicycle and just cycle around, and it's not far from the French-German border, so he cycled from Germany to France at the border, with his bike, and he made a stop there, and he was quite excited by the border place because there was a table there. You will see everything, and unfortunately he did the video in German, so if you do not understand German, you will have to turn on the closed caption, the CC. I will put the English translations down there. So he decided to cycle, and he came upon this place and he thought it's quite exciting, so he decided to make a video, and he asked me if I would like to put it on YouTube. Of course, he doesn't have a YouTube channel, but he plans to start one, so I hope he can do it soon, and then you can watch the stuff that he does, because he's very sportive, not like me. I am a couch potato. I love eating my potatoes on the couch. Anyway, have fun, enjoy. If you like it, and if you want him to start his own channel, let me know, or I can push him. Okay, bye. So, ihr Lieben, heute war ich Radfahren, oder bin ich noch Radfahren, wie man sieht, bin ich, da mein Fahrrad. Und das ist ein besonderer Ort hier. Ich bin im Elsass, also in Frankreich, gestartet und dann nach Deutschland. Bin in Deutschland geradelt, habe dort einen ehemaligen Bunker von der US-Armee, wo Atomwaffen gelagert wurden, besichtigt und bin jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Auto, das in Frankreich steht. Und hier ist eine ganz denkwürdige Grenze. Ich schalte jetzt einfach euch mal um. So, da bin ich wieder. Da bin ich hergekommen, den Weg. Ganz normaler Waldweg. Aber ich gehe jetzt ein bisschen zurück. Stellt ihr fest, ich bin jetzt auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Und hier ist der Grenzstein. Die gepunktete Linie ist die Grenze. Das heißt, mein Fahrrad ist noch in Deutschland und ich bin in Frankreich. Hier ist ein schöner Rastplatz. Hier gibt es auch eine schwarze Tafel, die einen ziemlich interessanten Bericht oder Abriss zeigt über den Grenzverlauf oder über den Bereich hier. Der war mal Französisch, dann wieder Deutsch, dann wieder Französisch, auch mal Bayerisch. Habe ich auch nicht gewusst. Und hier eben dann nochmal grenzüberschreitendes Radeln. Einfach auch hier
die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich zu verändern. Ihr seht hier den Grenzverlauf, das sehe ich jetzt erst. So, mein Rad ist links der Grenze. Wenn ihr hier auf den Boden guckt, die Markierung in den Platten ist der Grenzverlauf. Dann geht es hier weiter auf den Tisch zu, über den Stein in der Bildmitte und da hinten auf dem Tisch. Das heißt, die Tischplatte ist sozusagen die Grenze. Links vom Tisch ist man in Deutschland, rechts vom Tisch ist man in Frankreich. Ja, so ist es ein ganz denkwürdiger Platz hier. Und ich bin auch hier in Frankreich. Mein Fahrrad ist in Deutschland. Aber jetzt fahren wir weiter, dass wir noch nach Hause kommen. Wirklich sehr, sehr lernreiche und sehenswerte Tour. Also bis dann. Ciao. He is a very special